Starship Flug 11, 2 Explosionen und trotzdem ein Erfolg? Russland erlaubt Werbung auf Raketen. Wer sind die Kunden? Von der ISS spektakuläre Starlink-Aufnahmen. Jared Isaacman wieder im Rennen um NASA-Chefposten? JPL entlässt 11% der Belegschaft. Ist Ex-SpaceXer vor Starship auf dem Mond? Und High Impulse sichert sich 45 Millionen Euro für Orbitalrakete. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein Space Update auf Deutsch. Eigentlich nicht erwähnenswert, eine kleine, nur etwa 12 Meter hohe Suborbitalrakete ist die Woche gestartet. Komma verrutscht. 123 Meter hoch, etwa 5000 Tonnen schwer. Suborbital war aber richtig. Es war eine Szene wie aus einem Science-Fiction-Film und doch Realität. Am 17. Oktober hob die bislang mächtigste Rakete der Welt zum 11. Mal ab. Der Start von Flight 11 des Starship Super Heavy Systems aus der Starbase in Texas demonstrierte eindrucksvoll. SpaceX hat das System nach einer ganzen Reihe früherer Probleme inzwischen im Griff. Auch wenn am Ende wieder einmal beide Stufen explodierten. Geflogen wurde mit Booster 15 als Super Heavy R-Stufe und Ship 38 als Starship Oberstufe. Bemerkenswert, es war der zweite Flugeinsatz für Booster 15 und das zweite Mal für SpaceX, dass ein Super Heavy Booster erneut geflogen wurde. Schon die Startvorbereitungen zeigten, dass SpaceX weiter an den Abläufen gefeilt hat. Die Betankung, die verlief zügig, zuerst mit flüssigem Methan und Sauerstoff für das Starship, dann für den Booster. Sichtbare Eisschichten wanderten an der Raketenhülle entlang. Ein klares Indiz für das Füllen der Tanks. Ein Hold bei T-40 Sekunden vor dem Start, der blieb aus. Der Countdown, der lief ab dem offiziellen SpaceX-Stream reibungslos durch. Sekunden vor der Zündung wurde das Wasserflutsystem aktiviert. Tonnenweise Wasser strömte unter den Starttisch, um die gewaltige Kraft und vor allem auch die Hitzeentwicklung der 33 Raptor-Triebwerke abzufangen. Der Startschub von fast 7600 Tonnen, der würde theoretisch reichen, um eine 7000 Tonnen Fregatte der Bundeswehr senkrecht in die Luft zu heben. Ja, das gleichzeitige Laufen von 33 Triebwerken, das galt noch vor wenigen Jahren als verrückte Idee. Doch der Liftoff gelang perfekt, alle Triebwerke liefen stabil, 24 davon ja bereits flugerprobt. Direkt nach dem Abheben kippte die Starship-Rakete leicht um sich auf ihre Flugbahn einzuschwenken. Der Booster aufstieg dann reibungslos. Nach rund 3 Minuten leitete die Flugsteuerung dann das sogenannte Hot Staging-Manöver ein. Die Triebwerke der Oberstufe, die zünden dann bereits, während sich die Oberstufe ja noch am Booster befand. Der asymmetrisch perforierte Hot Staging Ring, der sorgt dann dafür, dass die Abgase kontrolliert entweichen können, aber gleichzeitig der Booster in die gewünschte Richtung in den Rückflug dreht. Booster 15 führte dann das Flip-Manöver aus, drehte sich um 180 Grad und begann mit dem Boost-Back-Burn. 13 Triebwerke zündeten, um Kurs zurück zur Startrampe zu nehmen. Die Startrampe mit der Fanginfrastruktur wurde dann nicht angesteuert, sondern es ging auf ein virtuelles Ziel im Golf von Mexiko zu. Für einen neuen Landetest nutzte SpaceX erstmals ein dreiphasiges Brennprofil. Zunächst 13 Raptor-Triebwerke, dann 5 und schließlich 3 Triebwerke für die Landung. Das Ergebnis war die bislang stabilste Wasserlandung eines Super Heavy Boosters. Booster 15 schwebte fast ruhig über der Wasseroberfläche, bevor er dann planmäßig ungebremst ins Meer fiel und explodierte. Zurück zur Oberstufe. Ship 38 setzte seinen Flug nahtlos fort, erreichte den planmäßigen Brennschluss und damit seine Flugbahn bis dann vor Australien. Ship 38 öffnete ebenfalls planmäßig die Nutzlastluke, ein entscheidender Test, an dem ja frühere Flüge schon gescheitert waren. Es funktionierte alles, die 8 Starlink-Massensimulatoren, die wurden sauber ausgeworfen und zwar ohne Kontakt mit der Klappe wie noch bei IFT 10. Ich war ein bisschen traurig, dass es keine Bilder von diesen Dummy-Satelliten mit Blick auf Starship gab. Aus der Community bekam ich dann nach dem Stream die Erklärung, wenn die Starlinks über Kameras und Funkequipment verfügt hätten, dann hätte man sie über die FCC als Satelliten anmelden müssen. Vielleicht etwas viel Aufwand für ein paar Starship-Selfies. In der anschließenden Coast Phase, in der ja die Oberstufe bis auf die Lageregelung im freien Fall um die halbe Erde fällt, ja, da zündete ein einzelnes Raptor-Triebwerk erneut. SpaceX bestätigte, dass es erst das zweite Mal vorkam, dass diese Wiederzündfähigkeit im Orbit mit dem Raptor demonstriert wurde. Das Wiederzünden ist ja eine kritische Komponente für den sicheren Betrieb des Starships. Die über 50 Meter hohe Oberstufe, die muss man in Zukunft kontrolliert deorbiten können, da es bei unkontrollierten Einschlägen enorme Schäden geben könnte. Das Auffälligste vielleicht in dieser Coast Phase, während dieses Freiflugs, da waren Steuerabgase sichtbar, die das Schiff stabilisierten. Es ging schließlich in den atmosphärischen Wiedereintritt. Für diesen Wiedereintritt hatte SpaceX Ship 38 absichtlich stellenweise ohne Hitzschutzkacheln fliegen lassen, um die Belastbarkeit des Stahls zu testen. Während des Wiedereintritts war Funkenflug zu sehen. Richtig groß Schaden genommen scheint das Schiff aber nicht zu haben. Es blieb bemerkenswert stabil und auch die Landung glückte ja und dort auch dann keine größeren Schäden erstmal sichtbar.
Mehrere extreme Hyperschall-Kurvenflüge sollten den künftigen Rückflug zur Starbase simulieren. In etwa 70 Kilometern Höhe führte Ship 38 eine erste Kurve aus, dann eine Kurve in entgegengesetzter Richtung bei etwa 50 Kilometern Höhe. Anschließend folgte eine Kurve, die dann das Starship auf den Endanflug ausrichtete. Der finale Abstieg in den dichten Atmosphärenschichten dann mit Bauch und maximaler Fläche voran. Erst im allerletzten Moment dann zündeten 3 Meeresfähren-Raptor-Triebwerke, reduzierten auf 2 Raptor für den finalen Anflug und das Starship näherte sich majestätisch der Pazifikoberfläche. Gut eingefangen von einer Kameraboje, klares Indiz, dass Starship trotz der vorherigen Kurven das geplante Landegebiet gut erreicht hat. Auch bemerkenswert bei diesen Aufnahmen, trotz der fehlenden Hitzeschutzkacheln wirkte die Hülle intakt. Sehr ähnlich zu Flug 10, Flug 11, bislang der vollständigste Starship-Testflug. Alle Missionsziele von der Betankung über Start, Hotstaging, Boostback, Nutzlastauswurf bis hin zur Wiederzündung, kontrollierten Wiedereintritt und Wasserung wurden erfolgreich demonstriert. Diese Version 2 des Starship-Designs verabschiedet sich damit würdevoll mit einem geplanten Knall und dem Beweis, dass SpaceX die Grundlagen für die nächste Entwicklungsstufe gelegt hat. Flug 11 hat das letzte Kapitel von der unglücklich gestarteten V2-Hardware geschlossen. Der nächste große Schritt heißt dann V3 und genau dies könnte nun für eine längere Pause sorgen. Denn obwohl SpaceX für seine Geschwindigkeit bekannt ist, ein vollständig neues Hardware-Design bedeutet neue Vorstartstests, neue Risiken und neue Geduld. Mit Flug 11 endet auch die Ära der Raptor 2 Triebwerke. Ab Version 3 kommen ausschließlich Raptor 3 zum Einsatz. Vom neuen Raptor, das vor allem durch seine Schlichtheit besticht, gab es im Stream neue Bilder. Laut SpaceX befindet sich das Raptor 3 jetzt in den Tests zur Flugqualifizierung. Weiterhin gab es Detailaufnahmen vom neuen Booster-Design. Künftig wird der Booster über eine integrierte Hot-Staging-Schnittstelle verfügen. Ein Abwerfen des Hot-Staging-Adapters wird entfallen. Erstmals gab es auch offizielle SpaceX-Bilder von der Fertigung der Hitzeschutzkacheln. In der sogenannten Bakery, also der Bäckerei in Florida, produziert SpaceX nach eigenen Angaben täglich 1000 Kacheln. Es sollen genug werden, um künftig 10 Starships pro Monat auszustatten. Auch von der sogenannten Crunch-Wrap-Technologie gab es Bilder im Stream. Das flexible Sekundärmaterial wird dabei um die Ecken der Hitzeschutzkacheln herumgeklappt und dann abgetrimmt. Die brüchigen Hitzeschutzkacheln, die muss man wegen der Wärmedehnung mit Spiel verlegen. Das Sekundärvlies, das verschließt dann diese Spalten und verhindert, dass Hitze in die Struktur eindringt. Mit Flug 11 hat SpaceX nicht nur alle Missionsziele erreicht, sondern auch die Grundlagen für die nächste Generation gelegt. In den kommenden Monaten sollen dann ja Booster 18 und Ship 39 als erste Version 3 Fahrzeuge vollendet werden und dann erneut auf die Starship-Reise gehen. Es wird interessant zu sehen sein, ob Version 3 dann als Designtest erstmal die etablierte V2-Flugprofile nachfliegen wird. Wichtig für den Start von Version 3, während Startplatz 1 jetzt an der Starbase für künftige Konfigurationen umgebaut wird, ist Startplatz 2 ja fast fertig und könnte bereits Ende des Jahres den nächsten Start ermöglichen. Allerdings würde ich jetzt eher von Anfang nächsten Jahres für einen nächsten Starship-Start ausgehen. SpaceX hat bestätigt, die Version 3 Schiffe, die werden nicht länger Testfahrzeuge sein, sondern sollen die Einsatzreife erreichen. Mit V3 will man die ersten echten In-Orbit-Betankungen demonstrieren und Langzeitflüge und schließlich Missionen zum Mond und Mars ermöglichen. Flug 11 war somit nicht nur ein Abschluss, sondern der Beginn einer neuen Phase in der Geschichte von Starship. Der König ist tot, lang lebe der König oder so ähnlich. Es bleibt spannend, was da kommt. Du kannst nicht beliebig Hardware bauen und in den Orbit schicken. Jede Komponente, die muss sich in virtuellen Tests bewähren, lange bevor sie der echten Welt trotzt. Genau dieser Prozess zeigt Simulating Space mit faszinierenden Einblicken und echten Pioniergeschichten. ANSYS, jetzt Teil von Synopsys, begleitet diese Mission als technologischer Möglichmacher. Ob bei Relativity Space, Intuitive Machines, Astranis, Maya Space oder vielen anderen, überall sorgt Simulation dafür, dass Innovation schneller, sicherer und nachhaltiger Realität wird. Die frei verfügbare Doku Simulating Space, die entführt dich mit tollen Bildern und spannenden O-Tönen auf eine Expedition durch die Welt des Digital Engineering, von der ersten Simulation bis zum Raketen-Countdown. Die Doku kann ich allen Raumfahrtfans nur wärmstens empfehlen. Das sieht übrigens auch das Cannes Independent International Film Festival so, dass Simulating Space gerade als Best Documentary Short ausgezeichnet hat. Link zur Doku findet ihr hier. Apropos Raumfahrt und Werbung, Russlands Raumfahrtprogramm steht unter Druck. Veraltete Technik, internationale Isolation und finanzielle Engpässe machen Roskosmos zu schaffen. Jetzt setzt die Agentur auf ein ungewöhnliches Mittel zur Geldbeschaffung. Ab 2026 dürfen auf staatliche Raumfahrtobjekten Werbeflächen verkauft werden. Präsident Putin hat eine entsprechende Gesetzesänderung abgesegnet, die kommerzielle Werbung auf Raketen, Satelliten und anderen Raumfahrzeugen ermöglicht. Roskosmos erhofft sich durch private Investoren neue Einnahmequellen, um den Staatsanteil an der Finanzierung zu senken. Westliche Werbekunden werden wohl eher nicht die Zielgruppe sein.
Erinnert mich ja an die späten 90er Jahre, als Russland in chaotischen Zeiten das Erbe der sowjetischen Raumfahrt antrat. Die Lösung damals: Triebwerke in den USA verkaufen und tatsächlich auch Werbeplätze. Das russische Zvezda-Modul, das wurde im Jahr 2000 mit einer russischen Proton gestartet, die außen das Logo einer US-amerikanischen Pizzakette trug. Die russischen Module der ISS, die hat man zu Sowjetzeiten ja als Nachfolger der Mir geplant und dann für die ISS umfunktioniert. Zarya, das erste Modul der ISS, wurde 1994 gebaut, ist also schon über 30 Jahre alt. Zarya macht auch immer mal wieder Schlagzeilen mit einem Leck an seinem hinteren Andock-Knoten. Die NASA arbeitet zusammen mit SpaceX an der kontrollierten Deorbitierung der ISS, aktuell für nach 2030 geplant, könnte bei größeren Problemen mit der Station aber deutlich früher notwendig werden. Noch fliegt sie die ISS und ein spektakuläres Video von dort hat NASA-Astronaut Don Pettit gepostet. Es zeigt einen gleißend hellen Zug von SpaceX Starlink-Satelliten, die sich eindrucksvoll über grün schimmernde Polarlichter abzeichnen. Pettit hat während seiner 220-tägigen Mission auf der ISS mit der Kamera festgehalten, wie Sonnenreflexionen bis zu 10 Sekunden lang über die Satelliten blitzen. Auf eine X-Nutzerfrage nach der Helligkeit antwortete Pettit, dass die Satelliten so hell wie Jupiter am Nachthimmel über der ISS zu sehen waren. Astronomen schlagen bei solchen Sichtungen regelmäßig Alarm. Aktuell sind fast 9000 Starlink-Satelliten im Orbit. Die künstlichen Lichtspuren, die stören empfindliche Messungen und gefährden zunehmend astronomische Daten, so zum Beispiel den weltweiten Vogelflug, weil die Vögel ihre Routen nach den Sternen ausrichten. Ebenso findet das Thema Weltraumschrott, sprich Kessler-Syndrom und atmosphärische Rückstände beim Wiedereintritt immer mehr Beachtung. Zumal die Probleme auf absehbare Zeit noch viel größer werden. Es könnten 42.000 Starlink-Satelliten werden und die nächste Megakonstellation in China mit 13.000 Satelliten und Amazon Kuiper mit 7.700 werden das Thema auch nicht kleiner machen. Die Personalie Jared Isaacman sorgt erneut für Wirbel in der US-Raumfahrtpolitik. Nachdem der Milliardär und Polaris Dawn-Kommandant im Frühjahr nach einem Zerwürfnis zwischen Elon Musk und Donald Trump aus dem Rennen um die NASA-Spitze genommen wurde, ist er nun überraschend zurück im Spiel. Isaacman traf sich diese Woche mit dem amtierenden NASA-Chef Sean Duffy, in dessen Funktion als kommissarischer Leiter der Behörde und zugleich Verkehrsminister. Auf Weisung von Trump prüft Duffy zurzeit mehrere Kandidaten für die dauerhafte Leitung der NASA. Apropos NASA, für viele der Deep Space Sternstunden der NASA, wie zum Beispiel alle NASA Mars Rover, steht das Jet Propulsion Laboratory, kurz JPL. Eigentlich betrieben vom California Institute of Technology, ist das JPL ein zentraler Pfeiler der NASA-Forschung. Das JPL hat nun angekündigt, rund 550 Stellen zu streichen. Das sind etwa 11% der gesamten Belegschaft. Laut JPL-Direktor Dave Gallagher ist der Schritt Teil einer seit Juli laufenden umfassenden Umstrukturierung, hat also nichts mit dem amerikanischen Regierungsstillstand zu tun. Ziel sei es, das Labor für die Zukunft schlanker, fokussierter und wettbewerbsfähiger aufzustellen. Diese Maßnahme sei notwendig geworden, um die Infrastruktur zu verschlanken, Kernkompetenzen zu stärken und die Rolle des JPL in einem sich wandelnden Raumfahrtökosystems zu behaupten. Die betroffenen Mitarbeiter, die wurden am Dienstag informiert, das neue Organisationsmodell, das tritt unmittelbar in Kraft. Die Kürzungen unterstreichen den zunehmenden wirtschaftlichen Druck auch auf staatliche finanzierte Raumfahrteinrichtungen. Es gibt nicht wenige, die den guten alten Zeiten der rein staatlichen Raumfahrt nachtrauern. Ohne Zweifel gibt es auch durchaus Entwicklungen in der neuen kommerzialisierten Raumfahrt, die einem Angst machen können. Trotzdem dürfte klar sein, diese alten Zeiten, die kommen nicht mehr zurück. Einer der Player, die nun um die NASA-Verträge kämpfen, auch ihr ganz eigenes Ziel aber in der Raumfahrt verfolgen, das ist Blue Origin. Blue Origin steht in der finalen Trainingsphase für die erste Blue Moon MK1-Mission zum lunaren Südpol. In Washington führt das Blue Moon-Team derzeit hochrealistische End-to-End-Simulationen durch, inklusive aller Missionsphasen vom Start auf der Erde bis zum Einbrennen in den Mondorbit, den Abstieg dann zur Mondoberfläche bis hin zur Landung und den ersten Oberflächenoperationen. Kontrollteams arbeiten dabei mit realen Prozeduren und senden echte Kommandos an eine flugrepräsentative Simulationsumgebung und erhalten dabei emulierte Telemetrie, wie sie das globale Kommunikationsnetzwerk aus Bodenstationen und Satelliten auch bei der Mission senden wird. Der Fokus während dieser Tests, der liegt nicht nur auf der Technik, sondern auch auf der Prozesssicherheit. Für Blue Origin ist diese intensive Vorbereitungsphase unabdingbar auf dem Weg zu einer Mondlandung mit Crew. Aber nicht nur Blue Origin und SpaceX wollen zum Mond. Impulse Space will ab 2028 jährlich bis zu 6 Tonnen Nutzlast auf die Mondoberfläche liefern. Mit einem eigenen Lander, der aus dem niedrigen Erdorbit heraus bis zur Mondoberfläche operieren kann. Möglich machen soll das eine Kombination aus der bereits entwickelten Helios Kickstage und einem neuen eigenen Mondlander.
Helios transportiert dann die Landeplattform von einer Erdumlaufbahn direkt in einen niedrigen Mondorbit, von dem aus der eigentliche Landeanflug dann beginnt. Ganz interessant, Impulse Space setzt für den Mondlander auf ein restartfähiges Bipropellensystem mit Ethan und Lachgas, sogenannte grüne Treibstoffe. Entwickelt wird alles in-house, um die Startbereitschaft möglichst rasch zu erreichen. Bis 2028 will man 2 Mondlandungen pro Jahr durchführen, jeweils mit rund 3 Tonnen Nutzlast. Damit schließt Impulse gezielt eine Versorgungslücke zwischen den kleinen CLPS-Landern und dem bemannten HLS-System von Blue Origin und SpaceX. Warum man genau hinschauen sollte, wenn Impulse Space etwas Neues ankündigt? Impulse Space wurde von Tom Muller gegründet. Er war SpaceX-Mitarbeiter Nummer 1 und Vizepräsident für Antrieb und ist der Vater von Merlin und den Dracos. Ja, Merlin bei SpaceX, das aktuell mit großem Abstand meist geflogene Raketentriebwerk. Vermutlich wird ihm erst langfristig das SpaceX-eigene Raptor den Rang ablaufen. 39 davon, also vom Raptor, waren diese Woche im Flugeinsatz. Und das bringt uns zu den Starts der vergangenen Woche. Am Montag, 13. Oktober, da startete von Jinquan eine Lange Marsch 2D der chinesischen Raumfahrtagentur CASC. An Bord war Satellit Xinjiang 31 zur experimentellen Erdbeobachtung. Von Montagabend auf Dienstagmorgen, da haben wir uns gemeinsam den Start des 11. vorintegrierten Starships angesehen. Der Testflug des Starship-Systems fand wieder suborbital von der Starbase in Texas statt. Ebenfalls am Dienstag startete von Cape Canaveral eine Falcon 9 mit einem Schwung Kuiper-Satelliten für Amazons Internetkonstellation. Und noch einmal Dienstag, 14. Oktober, da hob von der Mahia-Halbinsel in Neuseeland eine Elektronenrakete ab. Von Rocket Lab mit der Mission All New World. Die Nutzlast war ein kommerzieller SAR-Radar-Erdbeobachtungssatellit für das japanische Unternehmen Synspective. Apropos Japan und Rocket Lab. Die JAXA setzt künftig auf Rocket Lab. 2 dedizierte Starts mit der Elektronenrakete wurden jetzt direkt bei den Neuseeländern gebucht. Bereits im Dezember 2025 soll die erste Mission starten und den Technologiedemonstrator Race 4 ins All bringen. 8 Experimente japanischer Universitäten, Firmen und Forschungseinrichtungen sollen dort neue Technologien unter Realbedingungen testen. Der zweite Start folgt 2026 als Rideshare mit gleich 8 Satelliten, darunter Bildungsmissionen, ein Ozeanbeobachter, eine Multispektralkamera im Miniaturformat und eine spektakuläre Faltantenne, die sich im Orbit auf das 25-fache ihrer ursprünglichen Größe entfalten soll. Rocket Lab betont, wie wichtig internationale Kooperationen für den flexiblen Zugang zum All sind. Bis 2030 sind bereits mehr als 2 Dutzend Starts für japanische Kunden gebucht. Am Donnerstagmorgen, 16. Oktober, da hob von Vandenberg eine weitere Falcon 9 ab, diesmal mit Satelliten der Tranche 1 von Transport Layer C für die Space Development Agency des Pentagons. Auch am Donnerstag startete von Wencheng in China eine Lange Marsch 8A mit der 12. Gruppe von Satnet-Leo-Satelliten, ein weiterer Schritt im Aufbau der staatlichen chinesischen Breitbandkonstellation. Gegen Mittag, auch am Donnerstag, brachte eine weitere Falcon 9 Starlink in den Orbit, Teil der steigenden Erweiterung von SpaceX eigenem Satellitennetzwerk. Am Freitag, 17. Oktober, da folgte der Start einer Langen Marsch 6A von Taichuan mit mir bislang nicht bekannter Nutzlast. Wenn die News am Sonntag erscheint, dann sollten den Wochenabschluss gleich 2 Starts gebildet haben. Etwa eine Stunde nach Mitternacht eine Falcon 9 von Vandenberg mit Starlinks aus und vom chinesischen Startplatz Jinquan ist der Start einer Kinetica 1 geplant. Nutzlast kann ich euch leider nichts zu sagen. Apropos chinesische Starts. Letzte Woche gab es die Bilder noch nicht, aber da sie optisch echt was hermachen, hier als Nachtrag. Am 11. Oktober, da hat eine Gravity One von Orient Space bei einem Sea Launch 3 Satelliten in eine sonnensynchrone Umlaufbahn gebracht. Darunter den Erdbeobachtungssatelliten Jilin 1. Das Thema Sea Launch und ein eigener Startplatz in der deutschen Nordsee mit Rapid Response Fähigkeiten dann für die Bundeswehr dürfte mit 35 Milliarden Euro Budget auf jeden Fall auch neuen Schub bekommen. Apropos monetärer Schub, High Impulse hat 45 Millionen Euro frisches Kapital eingesackt, 15 Millionen Euro aus einer Series A Finanzierungsrunde, angeführt von Campus Founders Ventures, sowie 30 Millionen Euro an Fördermitteln. Mit dem Geld will das Unternehmen seine Hybridrakete SL1 zur Marktreife bringen und die Produktionskapazitäten ausbauen. Die dreistufige SL1, die soll dann ab 2027 bis zu 600 Kilogramm Nutzlast in den Orbit transportieren. Grundlage ist die 2024 erfolgreich getestete Suborbitalrakete SR-75, deren Paraffin-Sauerstoffantrieb als technologischer Durchbruch auf dem Gebiet der Hybridtriebwerke gilt. Verflüssigende Treibstoffe, extrem spannende Technologie. Mein Besuch bei Herr Impuls, den verlinke ich euch unter dem Video. Besucht habe ich für euch auch schon das ZAM in Bremen. Ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung des ZAM stellt die gängige Annahme zur Expansion des Universums in Frage. Bislang glaubte man, dass eine mysteriöse dunkle Energie die beschleunigte Ausdehnung des Kosmos antreibt. Doch mit Hilfe einer geometrischen Erweiterung von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie konnte das Team zeigen, die beschleunigte Expansion, die ergibt sich
bereits im Vakuum ganz ohne zusätzliche Energiekomponenten. Die Theorie, die ist noch neu, könnte aber eine Revolution in der Kosmologie einläuten, indem sie den rätselhaften Energiebedarf des Universums durch reine Geometrie ersetzt. Auch bei der dunklen Materie, die zur Erklärung von Gravitationsphänomenen eingeführt wurde, spekuliert man, dass es sich durchaus um reguläre Materie handeln könnte, die so stark aufgeheizt wurde, dass wir sie bloß nicht beobachten können. Keine dunkle Energie, sondern die Unterstützung der Schutzengel hält das Senkrechtstarter-Universum zusammen. Ja, Senkrechtstarter-Schutzengel, das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank für euren Rückhalt. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau, unter dem Video gibt's einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Extra bekommst du ja alle Videos dann vorab und komplett werbefrei. Dankeschön. Wir kommen zu den Starts der kommenden Woche vom japanischen Tanegashima aus. Da soll am Dienstag, 21. Oktober, erstmals das neue Versorgungsraumschiff HTV-X1 zur ISS starten, an Bord einer H3. Das ist auch deshalb spannend, weil das HTV-X auch die Mondraumstation Gateway versorgen soll. Ebenfalls am Dienstag soll eine Falcon 9 Starlink von der Vandenberg Space Force Base ins All bringen. Ein seltener Expendable Launch der Falcon 9 steht dann für Donnerstag, 23. Oktober an. SpaceX transportiert den knapp 6 Tonnen schweren Kommunikationssatelliten SpainSat New Generation 2 von Cape Canaveral aus und geht dann in den geostationären Transfer-Orbit, deshalb auch so die viele Energie benötigt und ein Expendable Launch. Freitag, 24. Oktober, da gibt es einen Starlink-Nachschub von der Westküste. Ja, und der Wochenabschluss voraussichtlich am Samstag, 25. Oktober von Cape Canaveral, dann erneut SpaceX mit Starlinks. Hier noch einmal schnell der Hinweis auf die preisgekrönte Dokumentation Simulating Space, findet ihr auch unter dem Video. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, gerne ein Abo dalassen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.